Willkommen zurück im Süden. Sabina und ich und natürlich auch Squib sind wieder in Griechenland, wie ihr unschwer sehen könnt. Quatsch, das ist bei uns hinterm Haus und ich nutze heute das schöne Wetter, um die Dieseltanks, die wir gestern ausgebaut haben, komplett zu entleeren und auch zu reinigen. Das Interessante daran ist, dass wir aufgrund von Dieselpest die Tanks vor ein paar Jahren schon gereinigt haben und wir sehen jetzt den Zustand der Tanks, wenn man ohne Zusatzstoffe weiter tankt und fährt. Der Dieselpest ins Auge geschaut, so hieß der damalige Film. Den Link dazu gibt es in der Beschreibung. Viel ist nicht mehr drinnen. Ich habe ja mit unserer Treibstoffölpumpe das meiste herausgeholt und ich hoffe, dass das jetzt reibungslos geht. Also der erste Blick sagt mir, dass bald eine Reinigung wieder angestanden wäre. Ich hoffe, das Ganze ist scharf, aber wie man hier sieht, sind hier so richtige Algenfetzen drinnen. Allerdings ist es anders als bei der ersten Tankreinigung. Es gibt keinen zähen Belag, der sich am Boden abgesetzt hat. Man kann das also ganz leicht mit der Küchenrolle rauswischen. Natürlich ist auch noch ein kleiner Rest Diesel drinnen, der sich nicht hinausleeren hat lassen. Ich achte darauf, dass ich jedes Stäubchen von diesem Schleim rauswische, damit kein Zuchtansatz drinnen verbleibt. Aber wahrscheinlich ist das vergebliche Mühe. Und auch hier beim Hahn versuche ich das noch durchzuputzen. Also auch hier bekommt man noch ein bisschen Schmutz raus. Wir werden das jetzt noch 2-3 Mal wiederholen, bis diese Papierschiffchen komplett weiß wieder rauskommen auf der anderen Seite. Wieder einmal bin ich froh, dass das Problem der Dieselpest auf Squib relativ einfach zu lösen ist. Die Tanks haben eine große Reinigungsöffnung, ich kann sie notfalls innerhalb einer Stunde ausbauen und sie sind zugänglich, ohne dass ich den Motor aus dem Schiff räumen muss. Vielleicht ein kleiner Tipp, wenn ihr daran denkt, euch ein Boot zuzulegen. Die Zugänglichkeit aller Komponenten sollte ein wesentliches Entscheidungskriterium sein. Geht's? Ja. Schon eingeschalten? Ja. Ja, 1. Jänner. Bei unseren Nachbarn läuft das Neujahrskonzert und wir haben das gute warme Wetter genutzt, sind zu Squib gefahren und bauen zusammen die Tanks aus, weil ich gestern drauf gekommen bin, dass ich das alleine nicht kann, weil die Tanks durchgebolzt sind. Das heißt, Sabina hält von innen die Schraube, während ich außen drehe oder umgekehrt. Und das haben wir schon gemacht und deswegen kommt der Tank jetzt raus.
so leicht ist das gar nicht. Das ist aber Maßarbeit, wie es da eingefallen hat. Ja. Kann man dir irgendwas helfen? Also wie sie das da reingebracht haben. Kannst du aber nicht dran? Warte mal, schau ihn nochmal auf. Ja, so. Ja, da steckt dieser Bolzen, wo der Schlauch angesteckt wird. Du müssen diese eine Punkt da haben. Ja. Tu ihn noch einmal runter. Ja. Als erstes schauen wir, dass wir den Bolzen da vielleicht rauskriegen. Nur da ist er. Nein, da unten dieses Real. Ja, das kriegst du nicht raus. Das geht ja nur ums. So ein Spaß. Damit wir den Treibstofftank vom Steuerbordmotor ausbauen können, müssen wir zuerst den Treibstofftank der Standheizung ausbauen, weil die Muttern vom Dieseltank hinter dem Tank der Heizung sind. Also ich schätze, es sind mindestens 20 Liter noch drin. Tropft irgendwas. Stell ihn auf, es tropft. Wir haben gerade den Wassertank ausgebaut und nachher wird die Bilge gereinigt und gestrichen. Der hauptsächliche Grund ist eigentlich, weil wir die 40 Jahre alten Wasserschläuche alle wechseln wollen. Oder vielleicht sind es auch nur 20, aber sie sind einfach grindig. Wie übersetze ich das? Grindig. Auf Englisch ugly. Grauslich. Ah, die Sabine hat die Übersetzung grauslich. Heute war der Tag des Tankausbauens. Wir haben 4 von 5 Tanks auf Squib ausgebaut. Der 5. bleibt noch länger drinnen, weil ich die Küche nicht zerstören darf.